Okay, das wird ein kleines Infovideo zum neuen FIS-Control MMI. Wir fangen an mit dem Unboxing. Was haben wir alles dabei? Das Wichtigste ist das FIS-Control-Steuergerät selbst. Dann sind noch ein paar Kabel dabei. Das hier ist das Kabel, das wird eingeschleift beim CAN-Gateway hinterm Handschuhfach. Anschlüsse hier kommen dann ans FIS-Control. Schwarz ist für die Stromversorgung, gelb ist CAN-Bus und rot ist für Diagnose. Dann haben wir noch das Displaykabel und es liegt noch ein Entriegelungswerkzeug bei. Die Kabel habe ich jetzt angesteckt. Wie man sieht, in Buchse A kommt das schwarze Kabel, in Buchse E das gelbe Kabel und in Buchse F das rote Kabel. An den Anschluss Head Unit kommt das beigelegte Displaykabel. Auf der einen Seite eingesteckt an der Head Unit. Und das Kabel, was vom Display kommt, was im Fahrzeug schon verbaut ist, kommt an den Displayanschluss hier. Nachdem das FIS-Control MMI verbaut ist, kann ich die Zündung einschalten. Ich bekomme dann für ein paar Sekunden den Hinweis angezeigt, dass das FIS-Control per Bluetooth konfiguriert werden muss. Alles, was ich dazu brauche, gibt es auf der FIS-Control-Webseite unter fis-control.de/mmi.html. Da gibt es zunächst ein paar Downloads, die aktuelle Firmware-Version, dann die Hintergrundgrafik für die Grundinstrumente und die Zeigergrafik für die Grundinstrumente. Und außerdem die Android-App, mit der ich die ganzen Sachen auf das FIS-Control installieren kann. Die App lade ich mir jetzt erstmal runter. So, die App habe ich jetzt gestartet, aber noch hat sie keine Verbindung zum FIS-Control. Das FIS-Control muss ich zunächst per Bluetooth pairen. Das heißt, ich beende jetzt die App erst nochmal. Gehe in meine Bluetooth-Einstellungen. Jetzt ist es so, dass das FIS-Control nur für eine gewisse Zeit nach dem Einschalten der Zündung sein Bluetooth-Modul aktiv hat. Deswegen muss ich gerade die Zündung nochmal neu einschalten. Jetzt kann ich das FIS-Control auswählen, den PIN-Code eintippen. So, jetzt ist das FIS-Control gepaart. Wenn ich mich beeile, kann ich jetzt die App noch öffnen und mit dem FIS-Control verbinden. Genau, hat gerade noch geklappt. Was ich jetzt erstmal gleich gemacht habe, ist, ich habe die aktuelle Firmware-Version abgefragt, weil sobald ich das erste Kommando schicke, dann bleibt bei dem FIS-Control das Bluetooth-Modul auch an. So, was ich jetzt als nächstes machen möchte, ist ein Firmware-Update. Dazu muss ich zunächst die aktuell aufgespielte Firmware vom FIS-Control löschen. Das geht im Auswahlmenü hier bei Delete Firmware. Das Kommando sende ich an das FIS-Control. Dann kommt unten die Bestätigung, dass die Firmware gelöscht ist. Jetzt kann ich wieder zurückgehen in die Auswahlliste von der App, die Zündung einmal neu starten. Und jetzt wähle ich das FIS-Control wieder aus. Jetzt kommt hier einmal pro Sekunde der Buchstabe C. Das C bedeutet immer, dass das FIS-Control empfangsbereit ist für eine neue Datei. Die Firmware muss ich jetzt erst noch runterladen. Deswegen gehe ich auf die Webseite, klicke mir hier die Firmware an. Ich kann auch gerade die anderen beiden Sachen noch anklicken. Die Hintergrundgrafik und die Zeigergrafik. Das ist jetzt alles geklappt. Ne, die Nadeln fehlen noch. Na. Jetzt habe ich es. Alles klar. So, gehe ich wieder in die App. Das FIS-Control wartet immer noch auf eine neue Firmware. Ich gehe auf Upload File und wähle die Firmware-Datei aus. Das dauert jetzt ein paar Sekunden, die überspringe ich hier im Video. Gut, es hat jetzt knappe 2 Minuten gedauert. Die neue Firmware ist aufgespielt. Dann gehe ich wieder zurück in das Auswahlmenü von der App
und muss einmal die Zündung neu starten. So, jetzt kann ich als nächstes die Hintergrundgrafiken übertragen. Das geht hier im Auswahlmenü ganz weit unten. MMI Send Background. Ich klicke auf Senden. Jetzt kommt wieder das C, das heißt FIS-Control ist empfangsbereit. Und ich wähle die Datei mit den Hintergrundgrafiken aus. Das dauert jetzt ein paar Minuten, bis das übertragen ist. In der Zeit wechsle ich schon mal auf die Webseite und zeige mal, wie man das FIS-Control... So, während der Upload von der Hintergrundgrafik noch läuft, bin ich jetzt hier schon mal wieder auf der Webseite. Hier kann ich das FIS-Control nämlich konfigurieren. Zum Beispiel kann ich die Sprache auswählen, in der die Menüs angezeigt werden auf dem FIS-Control. Stelle ich mir hier auf Deutsch. Dann kann ich einstellen, ob das FIS-Control automatisch beim Einschalten der Zündung sichtbar wird oder manuell aufgerufen werden muss. Ich jetzt gerne automatisch. Dann kann ich sagen, ob das Bluetooth-Modul permanent an sein soll oder sich nach ein paar Sekunden von alleine ausschalten soll. Ich jetzt gerne immer an, weil ich nämlich die E-Mail-Notifikation über das Handy auf dem FIS-Control nutzen möchte. Fahrzeugmodell ist ein Audi A5. Dann muss ich den Datensatz von meinem Motorsteuergerät auswählen. Das ist eine Information, die ich vorher mit VCDS auslesen kann. So, jetzt habe ich eine Liste von 10 Messwerten, die ich konfigurieren kann. Zum Beispiel kann ich mir jetzt hier die verschiedenen Messwerte auswählen, die ich im FIS-Controller sehen möchte. Nehmen wir mal beispielsweise Batteriespannung. Ich kann für jeden Messwert noch eine Bezeichnung angeben. Zum Beispiel Spannung. Und dahinter kann ich noch die Einheit angeben. Das ist Volt. So. Wenn man das alles gemacht hat für beliebig viele Messwerte, muss man auch dem FIS-Control sagen, wie viele Messwerte man nutzen möchte. Ich möchte alle 10 haben. Bei manchen Steuergeräten sind nur bis zu 8 unterstützt. So, jetzt kommt nochmal ein wichtiger Punkt zum Konfigurieren der Rundinstrumente. Da kann ich mir für die Rundinstrumente 1, 2 und 3 auswählen, welche der oben angegebenen Formeln oder Messwerte ich als Rundinstrument anzeigen lassen möchte. Ich mache mir jetzt mal ein bisschen einfach. Ich lade jetzt mal eine fertige Datei, wo alles schon mal für mich passend konfiguriert ist. Dann kann ich es besser zeigen. So. Genau, hier habe ich jetzt meine ganzen Messwerte konfiguriert. Und hier unten sind wieder die Rundinstrumente. Hier sehe ich im Rundinstrument, aus Versehen geklickt, Rundinstrument 1 habe ich die Formel Nummer 5. Formel Nummer 5 kann ich hier oben gucken, ist der Ladedruck in Millibar. Dann dahinter gibt es den Startwinkel. Der zeigt praktisch an, wie bei minimalem Wert meine Nadel, in welchem Winkel die Nadel angezeigt wird. Das sind jetzt 135 Grad auf der Skala. Dahinter ist die Skalenlänge sozusagen, über welchen Bereich wird die Skala angezeigt. Das sind jetzt 270 Grad. Und dahinter kann ich angeben, jetzt ist gerade der Upload der Hintergrundgrafiken vollständig, sehe ich gerade. Das untere Limit ist praktisch der Startwert der Nadel und der Vollausschlag des Rundinstruments ist beim oberen Limit. Das heißt also, jetzt würde meine Skala gehen von 0 bis 2000 Millibar. Anderes Beispiel, das habe ich mir auch gerade vertippt hier unten, ist der Messwert Nummer 1. Das ist nämlich die Abgastemperatur. Gerade nochmal kontrollieren. Genau, Messwert Nummer 1, Exhaust Temperature. Da ist der Bereich der Nadel genauso vom Winkel 135 Grad, 270 Grad Bereich. Und die Temperaturen gehen von 500 Grad Celsius bis 1100 Grad Celsius. So, wenn ich hier alles eingestellt habe, kann ich mir die Datei abspeichern unter Save File. Und die Datei wird mit dem Namen fis-control.dat im Download-Ordner abgelegt. So, jetzt kann ich die App wieder benutzen, um diese Datei aufzuspielen. Ich gehe einmal in das Auswahlmenü, wähle mir das FIS-Control aus. So, jetzt kann ich direkt die neue Konfiguration
übertragen mit MMI Send Settings. Senden. Upload File. So, da ist fiscontrol.dat. Das geht jetzt relativ schnell. So, ich gehe wieder zurück. Wähle nochmal das FIS-Control aus. Jetzt normalerweise müsste ich noch die Nadelgrafiken übertragen. Geht hier unter MMI Send Needles. Das habe ich jetzt schon gemacht. Ich zeige jetzt erstmal, wie das FIS-Control aussieht. Jetzt ist es eigentlich fertig konfiguriert. Zündung aus, Zündung wieder ein. Und das FIS-Control ist so zu sehen, wie es konfiguriert ist. Mit der Walze kann ich in die zweite Ansicht, in diese Tabellenansicht wechseln. So, soweit so gut. Gerade nochmal den Motor starten. Jo, alles schick.